Das ist ein MEW 202 und wo ich das erste Mal hier vorgestellt habe, da ist das eingeschlagen wie eine Bombe. Mic-Mac-Schweißgerät, Puls, Doppelpuls, das Ganze bezahlbar mit einer digitalen Steuerung. Das heißt, man wählt hier nur aus, was man machen will und das Gerät schweißt. Und das Ganze geht jetzt in die nächste Runde. Das MEW 202 wird es weiterhin geben. Es gibt aber eine Upgrade-Version, ein MEW 2002. Das ist praktisch ein MEW 202 für alle die mehr wollen. Das heißt, das Gerät bietet mehr Funktionen, mehr Möglichkeiten, eine höherwertigere Qualität, besseren Drahtvorschub und das gucken wir uns in diesem Video zusammen an. Nach wie vor MEW 202, ganz klare Empfehlung von mir. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich wie dieses MEW 2002 hier auch so ein bisschen unter die Lupe nehme, euch vorstelle, habe ich bei Weldinger angefragt. Die haben mir so ein Gerät zur Verfügung gestellt, das werde ich so ungefähr 3-4 Wochen hier behalten. Ob ich die Haube wieder hergebe, weiß ich noch nicht. Das heißt, diese Hauben gibt es jetzt dann auch demnächst bei Weldinger mit im Programm. Bei dem Gerät ist es hier schon inklusive. Und was unter dieser Haube sich verbirgt, das gucken wir uns jetzt so ein bisschen im Detail an. Die Optik von so einem Gerät ist jetzt natürlich Geschmackssache. Ich finde das wirklich totschick. In so einem Schwarz, dann hat man hier diese schöne Klappe, die schützt die Bedienungselemente. Und was hier besonders ist an dem Gerät, das Gerät hat wirklich einen richtig schönen großen Display. Der ist also fast doppelt so groß wie beim normalen MEW 202. Man kann da deutlich besser sehen, was man hier einstellt. Richtig schönen großen Display. Das Ganze hier als Schutz, das finde ich schon mal sehr gut. Und was mir auffällt, was den meisten wahrscheinlich nicht auffällt, was aber wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist das Netzkabel. Darum habe ich das extra auch mal hier hingelegt. Das heißt, wir haben hier ein Schweißgerät. Das Schweißgerät hat 200 Ampere. Wir arbeiten hier mit Funktionen wie Puls und Doppelpuls, haben dann auch wirklich hohe Spannungen hier. Und wenn man dann sich so rausrechnet, was dann hier rauskommt, Ampere mal Spannung ergibt Watt, da hat man wirklich eine massive Belastung. Und wenn man dann hier so ein dünnes, filigranes Netzkabel hat, das kann nichts werden. Hier hat man 25 Quadrat Netzkabel und wenn man das Ganze hier hochhebt, dann merkt man auch gleich, man hat hier wirklich Gewicht in der Hand. Also das ist von der Qualität her, ist glaube ich auch 3 Meter lang. Das ist eine schöne Sache und das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt und das merkt man auch, wenn man wirklich hochwertige Schweißgeräte, Profi-Schweißgeräte auspackt. Die haben dann auch wirklich immer so ein solides und massives Netzkabel und das ist hier konsequenterweise auch mit bei. Richtig spannend wird es jetzt, wenn man das Gerät aufmacht. Das normale MEW 202 hat einen 2-Rollen-Drahtvorschub, sind auch schon beide Rollen angetrieben. Hier hat man aber einen 4-Rollen-Drahtvorschub. Und was für einen? Das heißt, hier sind alle 4 Rollen angetrieben. Und hier ist es so, man hat an jeder Rolle eine separate Spannung. Manche Drahtvorschubeinheiten haben dann eine Spannung nur in der Mitte. Hier kann man den Draht wirklich ideal fördern. Das ist natürlich ideal, wenn man damit schweißen will, aber auch wenn man damit schweißen will mit längeren Schlauchpaketen. 5 Meter Schlauchpaket ist bei so einem Gerät dann wirklich kein Problem mehr. Ich habe hier einen Drahtvorschubknopf, da sieht man auch schön, wie diese Drahtvorschubeinheit läuft. Und ich habe hier oben eine Gastaste. Das heißt, dann hört man schön, dann scheidet hinten das Gasventil. Zum Lieferumfang. In dem Lieferumfang ist das Gerät. Wir haben hier eine Masseklemme bis 300 Ampere, 25 Quadrat Kupferkabel, wirklich ein richtig schönes, massives Kupferkabel. Wir haben Gasschlauch, wir haben Zusatzrollen für Aluminiumdraht. Und wir haben eine Bedienungsanleitung. Ein Schlauchpaket ist hier nicht mehr im Lieferumfang. Das heißt, man geht davon aus, wer sich so ein Gerät kauft, der hat spezielle Ansprüche, der kauft sich dann das spezielle Schlauchpaket, was er gerne nutzen möchte. Zum Beispiel, ich habe ein Horch-Schlauchpaket. Das ist natürlich richtig gute Qualität, made in Germany, ist auch wirklich sehr, sehr bezahlbar für, dass es in Deutschland gefertigt wird. Und so hat halt jeder so seine Ansprüche. Der eine möchte vielleicht ein dünnes, filigranes Schlauchpaket, weil er viel am Kfz schweißt. Der nächste sagt, er möchte natürlich lieber ein dickes Schlauchpaket haben, was wirklich viel Leistung verträgt. Und so kann man sich da wirklich aus einem breiten Fundus sein spezielles Schlauchpaket raussuchen. Bei der Steuerung ist es jetzt nach wie vor dieses schöne, einfache Konzept. Das heißt, man wählt einfach aus, was man machen will. Ich habe hier die verschiedensten DC-Programme, also ganz normales Max-Schweißen, inklusive einem Spoolgun-Programm, inklusive einem Fülldrahtprogramm. Ich kann das Gerät manuell einstellen. Und ich habe hier dann natürlich Puls- und Doppelpulsprogramme, habe hier hinten Elektrodenschweißen, Lift-Wick-Schweißen, also Wick-Schweißen mit Kontaktzündung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Pulsprogramme reingehe,
habe ich da verschiedenste kleine Optimierungen und Verbesserungen. Ich habe zum Beispiel deutlich mehr Drahtdurchmesser, die ich auswählen kann. Vorher hatte ich beim normalen Pulsen nur den 0,8er, jetzt habe ich hier auch 0,9er und 1 mm. Und mit dem 1 mm Draht wollen wir gleich mal schweißen. Und das ist halt bei verschiedenen anderen Werkstoffen auch so, dass ich hier mehr Drahtdurchmesser auswählen kann. Ich habe zum Beispiel beim QSI 3 Löten auch den 1 mm Draht. Ich habe beim Aluminiumschweißen 1 mm, 1,2 mm und. Da wurde einiges optimiert, einiges erweitert. Aber dieses grundlegende, schöne Konzept, das heißt einfach hier in dieses Übermenü reingehen, gucken, was man machen will, draufdrücken, Werkstoff auswählen, Leistung einstellen und das Gerät schweißt, das ist hier geblieben, zum Glück. Und das ist ja auch so beliebt und das macht die Geräte ja auch so schön, so effektiv, diese Einstellungen hier. Man hat hier Ampere, man hat hier Spannung, man hat hier aber auch gleichzeitig den Drahtvorschub, alles auf einen Blick sichtbar. Man braucht aber nur hier an einem Drehregler regeln oder einstellen, bisschen mehr, bisschen weniger, das Gerät schweißt. Ich kann es optimieren an den verschiedensten Parametern, aber in der Regel ist das Gerät so ausgereift, dass man hier wirklich nur sehr, sehr wenig optimieren muss, um damit wirklich perfekt zu schweißen. Das machen wir jetzt ganz einfach mal, das heißt, wir wollen Stahl schweißen mit Puls. Machen das Ganze hier Stahl 80-20, wählen das aus. Ich habe den 1 mm Draht ausgewählt, ich habe das Gerät gerüstet, will jetzt richtig dickes Material verschweißen. Fange einfach mal an, ich könnte hier bis 200 Ampere hochgehen. Das ist wirklich eine immense Leistung. Ich nehme einfach 180 Ampere und dann schweißen wir da mal eine schöne Naht. Jetzt gibt es immer den einen Faktor bei solchen Geräten, den sehen viele Leute nicht. Wenn man mit einem normalen Mack-Schweißgerät dickeres Material schweißt, dann ist man oft schnell an der Leistungsgrenze, dass man den Werkstoff nicht mehr vernünftig aufschmelzt. Bei solchen Geräten hat man halt die Funktion Puls, Doppelpuls. Wir reden hier von bis zu 200 Ampere mit Puls und damit hat man einen so dermaßen energetischen Lichtbogen, also mit 200 Ampere, das war für die Materialstärken, die ich hier habe, wirklich schon zu viel. Habe hier auf 140, 160, maximal 170 Ampere runterreguliert, habe hier ein paar Nähte geschweißt, habe hier auch mal was aufgeschnitten, das sollte man auch wirklich immer machen und da sieht man, wie energetisch dieser Lichtbogen ist. Also man hat hier massiv eingeschmolzen, hier auf der Seite war es sogar schon zu viel, das ist also eine Strichlage, einmal lang gezogen und der Werkstoff ist so massiv aufgeschmolzen, Naht sieht auch noch wirklich sehr, sehr gut aus, ich zeige euch gleich noch mehr Beispiele. Hier habe ich es aber schon zu stark eingeschmolzen, sieht man, hier habe ich eine leichte Kerbe, hier habe ich es dann runterreguliert, hier war ich bei 160, hier bin ich dann auf 145 Ampere und das reicht um so einen 6 mm Stahl, was ja wirklich auch schon eine massive Materialstärke ist, vernünftig aufzuschmelzen mit einem 200 Ampere Gerät. Einmal rüberziehen und man hat dann noch richtig Luft nach oben. Also so 10 mm mit so einem Gerät zu schweißen ist überhaupt kein Problem. Auch dickere Materialien kann man hier wirklich sehr zuverlässig mit aufschmelzen. Das sieht man auch an diesen kleinen Ergebnissen, die ich hier mal geschweißt habe. Also es ist immer einlagig geschweißt mit einem Millimeterdraht oder beziehungsweise einem 0,8er Draht. Für die meisten Ansprüche reicht hier wirklich 0,8. Sehr schöne, sehr energetische Schweißergebnisse. Ich habe mal diesen Würfel hier geschweißt aus so Resten, einfach aus Spaß hier in meine Lage reingelegt. Das ist wirklich auch massiv. Hier außen dann immer die Kanten verschweißt. Da muss man mit einem Puls schon massiv runter regulieren, sonst läuft einem hier richtig so diese Ecke weg. Bin ich auf 120 Ampere runter. QSI 3 löten kann so ein Gerät wirklich auch sehr gut. Vorteil ist hier, man braucht im Prinzip nichts einstellen. Man nimmt das Gerät, geht einfach auf den QSI 3 Prozess und dann lötet das. Hier verzinktes Material, Stahl, Edelstahl, alles im relativ dünnen Bereich. Und wenn man sieht, hier habe ich auch mal ganze Nähte lang gelötet. Und wenn man sich die Rückseite anguckt, natürlich ist die Verzinkung hier so ein bisschen angelaufen. An den Punkten, wo ich hier vorne gelötet habe, ist überhaupt nichts passiert. Das ist halt immer das Schöne an dem QSI 3 Löten. Und wo ich die längeren Nähte gelötet habe, da ist das so ein bisschen angelaufen. Aber auch wirklich nicht so, dass die Verzinkung hier richtig beschädigt ist. Und in dem Bereich, wo die Lötstellen hier sind, da hat man auch
keinerlei Beschädigung der Verzinkung. Also es ist wirklich immens, tolles Verfahren. Kleinen Tannenbaum habe ich mir auch noch gebastelt. Ich glaube, den brauche ich zu Hause nicht mit anbringen. Das sind so ein paar Beispiele, in denen man zeigt, von wegen, wie gut so ein Gerät funktioniert. Wie gesagt, es gibt das Video zum MEW 202, da habe ich alles durchexerziert. Das ist wirklich vergleichbar. Hier hat man noch ein paar Möglichkeiten mehr. Zum Beispiel von den Drahtstärken. Ich habe auch noch meine Lieblingssache geschweißt. Das ist einfach ein Aluminiumrohr, 5 mm, auf eine 2 mm Aluminiumplatte und dann einmal das Ganze vor sich hindrehen, den Brenner dran halten und man hat hier eine bildschöne Aluminiumschweißnaht. Auch sowas ist natürlich problemlos mit dem Gerät möglich. Mich hatten sehr viele Leute angeschrieben zu dem neuen Gerät, weil sie das bei Weldinger sehen und dann sagen, Mensch, vielleicht stellt Manni das noch mal vor, was ist da so besonders dran? Ich habe mich bemüht, das hier rauszuarbeiten. Wenn es noch Fragen gibt, wenn wir noch weitere Videos zu dem Gerät machen wollen, können wir das gerne machen. Ich habe das Gerät, ich glaube, noch so bis Jahresende, dann wird das wieder zurückgehen nach Weldinger. Dauerhaft will ich das jetzt nicht behalten, weil ich schon so viele Geräte habe und weil ich halt das MEW 202 habe und hier sind es halt nur ein paar Besonderheiten. Wenn es da aber noch Fragen zu gibt, schreibt es mir in die Kommentare, machen wir gerne noch weitere Videos. Ich sage es ganz ehrlich, für den normalen Anwender reicht ein MEW 202 vollkommen aus. Wer so ein bisschen mehr haben möchte, das habe ich hier dargestellt, gerade mit dem 4-Rollen-Drahtvorschub, mit dieser schönen Haube, die habe ich jetzt schon zur Seite gestellt und so weiter. Das ist natürlich ein MEW 2002 ein Genuss. Sieht natürlich in dem schwarzen Design wirklich auch sehr, sehr schick aus. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Gerät verlinke ich natürlich hier unter. Und wenn diese schönen Hauben hier hinten, gerade ein bisschen unaufgeräumt hier leider in meiner Werkstatt, wenn diese schönen Hauben dann für alle Geräte verfügbar sind, dann werde ich das natürlich mit euch teilen. Ich glaube, das Gerät schicke ich zurück, aber die Haube werde ich behalten. In diesem Sinne, bis dann, euer Manni.